Auf Deutsch heißt es ständige strukturierte Zusammenarbeit. Und hier geht es um die Implementierung einer neuen Struktur der militärischen Zusammenarbeit der EU-Mitgliedsländer. Aus unserer Sicht ist das ein weiterer Schritt in die Militarisierung der EU, in die EU als eine Militärunion. Ja, da sprechen Sie ein wichtiges Problem an. Es gibt einige Länder, die gar nicht mitmachen wollen. Das sind allerdings die wenigsten. Das größere Problem ist, obwohl wir grundsätzlich gegen diese Ausrichtung sind, ist es trotzdem wichtig zu benennen, dass Länder von der Mitarbeit aufgrund bestimmter Kriterien ausgeschlossen werden. Und das bedeutet dann auch, dass diese Länder, zumal es eben auch noch um eine Aufhebung des Konsensprinzips geht, dass diese Länder von der Mitwirkung und der Entscheidung, der Ausrichtung der militärischen Politik, der Ausrichtung dieser Projekte dann ausgeschlossen sind, obwohl sie denn die Folgen unter Umständen mittragen müssen. Ja, das ist im Augenblick auch diskutiert. Die Frage ist, inwieweit andere Projekte der Europäischen Union, wie zum Beispiel der Verteidigungsfonds, in diese Struktur der ständigen strukturierten Zusammenarbeit einbezogen werden. Das würde denn zum Beispiel bedeuten, dass dann diese Länder ganz oben auf der Liste derjenigen stehen, deren Verteidigungsindustrien dann unterstützt werden. Ja, ich richte mich jetzt mal ganz speziell an das letzte Projekt des Verteidigungsfonds. Aus unserer Sicht gibt es keine rechtliche Grundlage für die Verwendung von EU-Budgetmitteln für militärische Zwecke. Der Grundlagenvertrag 41.2 untersagt nämlich dezidiert die Verwendung von EU-Mitteln für militärische Zwecke im Zusammenhang mit der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Und hier gab es nun einen Trick. Diese ganzen Bereiche wurden der Zuständigkeit der gemeinsamen Sicherheit- und Verteidigungspolitik entzogen und unter die Federführung der Industriepolitik gestellt. Und plötzlich sieht man kein legales Problem mehr. Ich habe in der gestrigen Sitzung versucht, darüber mehr Informationen zu bekommen, habe ich gar nicht. Es sind 36 Projekte, diese Zahl von 36 Projekten steht im Raum, aber welche das genau sind, das wissen wir nicht. Eines allerdings konnte ich schon mal lesen, dass es zum Beispiel um Projekte der Migrationsbekämpfung geht, was hier ja eben immer als Schleuserkriminalität bezeichnet wird. Letztendlich geht es hier um Projekte der Flüchtlingsabwehr. Und ganz zum Schluss noch ein Satz. Hier geht es wieder um die Entwicklung eines Kerneuropas, eines europäischen Machtzentrums, ganz voran Deutschland und Frankreich und außenrum die Entstehung eines Randeuropas. Die Fliehkräfte der Europäischen Union werden weiterhin unterstützt.